Aller Anfang ist schwer und am Anfang wird man Kompromisse machen müssen. Es gibt Staaten, die sagen, ja, aber bestimmte Teile der Verfassung, der Gesetze sollen weiter gelten. Andere haben wieder andere Vorlieben. Momentan sind wir die Bittsteller. Wenn freie Privatstädte mal ein großer Erfolg sind, wird sich das vermutlich rumdrehen. Aber am Anfang ist es so, dass man da Konzessionen machen muss. Entscheidend wird sein, dass noch ein gewisser Mindestinhalt der Autonomie bestehen bleibt. Sonst macht eine freie Privatstadt keinen Sinn. Also es muss möglich sein, in wesentlichen Bereichen eigene Regeln aufzustellen, nicht den Regeln des Gastgeberstaates unterworfen zu sein. Es muss im Wesentlichen möglich sein, dass eigene Verwaltungskräfte dort sind, weil man gerade in bestimmten Ländern auch das Thema Korruption, Ineffizienz und so weiter vermeiden möchte. Sonst kommt auch kein Investor. Das ist aber, wie gesagt, möglich. Wir sind da schon in Verhandlungen. Die Frage stellt sich dann immer, ist es möglich in diesem Land? Kann ich einfach einen Vertrag mit der Regierung schließen? Oder bedarf es eines Gesetzes oder sogar einer Verfassungsänderung? Das ist wiederum in jedem Land anders. Da muss man die Rechtslage analysieren, muss mit der Regierung sprechen, muss sagen, was müssen wir machen, damit es möglich ist. Wir haben eben einen Fall in Lateinamerika, da haben wir auch ganz klar festgestellt, da muss eine Verfassungsänderung her. Das gab dann auch, das ist ein relativ langwieriger Prozess gewesen, aber der fand dann eben statt. Im anderen Land in Südosteuropa kommen wir vielleicht mit der Gesetzesänderung hin. Und von daher ist es in jedem Fall wieder anders. Man muss auch sagen, dass der Vertrag mit der Regierung jetzt keine außergewöhnlich neue Sache ist. Das machen internationale Unternehmen auch, die sich festschreiben lassen, dass bestimmte Gesetze nicht geändert werden, auf die sie ihre Investitionen eben aufbauen. Und da gibt es Schlichter und Schiedsgerichte, bekannte internationale Schiedsgerichte, die solche Fälle verhandeln. Und genau so würde man auch, wenn man den Vertrag mit dem Gastgeberstaat macht, entsprechende Klauseln da reinnehmen, dass es im Falle von Streitigkeiten zu namhaften internationalen Schiedsgerichten geht. Also wir haben wirklich einen Vorteil, dass es schon über die Sonderwirtschaftszonen, die internationalen Schiedsgerichte, solche Fälle gibt, an die wir dann andocken können, sodass wir nicht komplett was Neues machen, sondern bestehende Dinge weiterentwickeln. Und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass freie Privatstädte Wirklichkeit werden. Ist eine freie Privatstadt etwas für Sie? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Teilnahme ist freiwillig, die Teilnahmebedingungen sind vorher bekannt. Gute Ideen brauchen keinen Zwang.